Hallo und herzlich willkommen zur Alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin im wunderschönen St. Engelmar gelandet im Bayerischen Wald. Und wer wohnt da? Natürlich Walter. Servus. Grüß dich, servus. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute so ein bisschen über den Carrera GT reden. Ja. Das ist ja eine Entwicklung, wo du auch gesagt hast, das ist wahrscheinlich eines der tollsten Autos, die du für Porsche jemals so mitentwickeln durftest. Ich hatte in meinem Podcast auch schon Michael Hölscher, der ja damals der Projektleiter war. Ja. Roland Kussmaul hat, glaube ich, viel Arbeit dran geleistet, richtig, weil erst, glaube ich, ist der Wagen nicht so gut gelaufen. Ne? Ja, der Anfang war ein bisschen holprig. Das war also nicht so einfach. Da hat man ein paar junge Ingenieure ans Projekt erlaubt, dass sie das machen. Und dann war das ziemlich schwierig, dass das Auto mechanischen Grip bekommt, bis ich dann nach vielleicht einem halben Jahr wieder noch mal ein bisschen die Reißleine gezogen habe. Da, wenn keine anderen Leute kommen, dann wird das nichts. Und dann ging es aber wirklich aufwärts, muss ich sagen. Und ich war natürlich von der ersten Minute dabei. Ich sage immer, das ist so ein bisschen mein Baby, das Auto. Ich habe ja alle Modelle bei Porsche mitentwickelt, aber keinen so intensiv wie bei diesem Auto. Und es war natürlich auch Neuland, Mittelmotor, 612 PS, keine elektronischen Helferlein. Also das war schon, Reifen waren auch noch nicht so weit, da haben wir schon sehr viel Dinge gemacht, aber letztendlich ist es für mich das Auto geworden, von dem ich mein ganzes Leben lang wahrscheinlich träumen werde. Ja, das glaube ich. Es gab ja dann diesen ganz berühmten Flug von Vanley Wiedeking, der dann irgendwann mal richtig auf den Tisch gehauen hat. Ja. Und dann musste Roland Kussmaul im Privatjet mitfliegen, im Porsche-Jet. Ja. Und er hatte, glaube ich, erst so ein bisschen Befürchtung, weil er andere Projekte liegen lassen musste. Aber dann war das Dream-Team wieder zusammen. Ne? Ja, das war die erste Vorstandsvergleichsfahrt in Babenburg. Da waren die ganzen Ingenieure dabei, Vorstände, Dr. Wiedeking. Und dann habe ich eben gesagt, also ich würde empfehlen, dass also erfahrene Ingenieure an das Projekt kommen, so wie der Roland. Und dann abends, als er zurückgeflogen ist, Dr. Wiedeking, musste Roland sofort mit ihm im Flieger. Und da hat er ihm dann eröffnet, dass er jetzt praktisch dieses Projekt übernehmen muss. Roland war natürlich etwas, sagt, oh, ich habe so viel Arbeit, ich weiß sowieso nicht, wo mir der Kopf steht. Aber er hat sich natürlich dann da mit voller Energie hineingekniet und ab da ging es richtig steil bergauf. Da war das Dream-Team wieder vollendet, irgendwie Roland und du. Ja. Sag mal, jetzt wo du gerade sagtest, Vergleichsfahrten, ihr nehmt euch ja immer so Vorbilder, klar, der 959 war der erste Supersportwagen von Porsche. Habt ihr euch da noch andere Vorbilder gesucht neben Ferrari? Ja, wir haben damals natürlich, es gab ja wenig Vergleichbares. Es war der Ferrari F50, war das einzige Auto, das wir damals bekommen haben wir dann immer dabei gehabt. Wir wollten natürlich auch andere Autos haben, zum Beispiel McLaren F1, aber das ist nie gelungen. Ja. Weil immer, wenn wir ihn kriegen sollten, hat ihn irgendeiner kaputt gemacht vorher. Und so sind wir nie dazugekommen und ich hatte nie Gelegenheit, das Auto zu fahren oder geschweige denn überhaupt fast der Nähe anzuschauen. Ne? Ja, aber jetzt danach auch nicht? Auch nicht. Du kennst doch so viele Sammler, da macht doch irgendeiner mal die Garage auf. Ja, aber ich weiß nicht, ob es so viel gibt von dem Auto. Ja, etwas habe ich das Auto nie in live gesehen, okay. Nur auf den Fotos und live habe ich ihn noch nie gesehen. Ja, Schau mal, was wir hier haben. Das ist ja unglaublich. Was für ein Zufall, oder? Ich weiß gar nicht, wer den hier geparkt hat. Das ist ja ein Festtag heute, dass ich das Auto live sehe. Eine riesen Überraschung. Ja. Und du hast ihn ja wirklich noch gar nicht gesehen, aber die BMW Group Classic, die ja wahnsinnig kooperativ sind, das ist das Original Pischetsrieder Auto übrigens, was dir damals nicht ganz so, wo denen das Talent ausgegangen ist, wie du immer so schön sagst. Und, das mit dem Auto wahrscheinlich gar nicht, geht das ganz schnell. Das ist ein ganz analog zu fahrendes Auto. Ne? Haarschaltung, gar keine Fahrhilfen, 630 PS im Kein Gewicht. Etwas 1050 Kilo. Du weißt, dass das Auto nur mit 300 Kilo leicht ist wie der Porsche. Unvorstellbar. Ja, das ist wirklich unglaublich. Ja, ich habe gesehen, der Schlüssel steckt. Ja, okay, alles Was hältst du davon, wenn du mal eine Runde fährst? Ist nicht schlecht. Also, das sollten wir mal versuchen. Es ist trocken, also dann nimmst du mich mit ein Stück. Ja, selbstverständlich nehme ich dich mit. Alter. Viertelstunde fahren oder so? Ja, so eine Runde, wo ich immer fahre, 24 Kilometer. Ah, okay.
Ich finde auch, man hat irre gutes Gefühl hier drin. Kein Hüpfen, kein nichts, ne? Ja, das Super, ja. macht er gut. Die kurzen Wellen, die dämpft das super weg. Walter, wollen wir mal eine kleine Pause machen? Ja. Nach dem Schock. Was ist denn so dein erstes Fazit? Ja, das ist noch ein echtes Auto, ohne Servo, ohne Elektronik. Das heißt, ein bisschen zulangen, ob es beim Bremsen ist, ob es beim Schalten ist, ob es beim Lenken ist. Erinnert mich schon ein bisschen natürlich an die Oldtimer-Autos auch. Da merkst du schon, obwohl das Auto natürlich von der Motorleistung und so ist, das natürlich absolut am Stand der Zeit. Aber die Bedienkräfte sind so, wie es halt früher war, wo noch keine Servounterstützung zur Verfügung stand. Beim Carrera GT habt ihr ja, glaube ich, Servolenkung auf jeden Fall natürlich. Der Porsche-Kunden nicht zumuten. Und eine servounterstützte Bremse auch und so. Also da hat man schon ein bisschen mehr Rücksicht nehmen müssen. Der ist wahrscheinlich kompromisslos. Dafür geht die Kupplung schwerer wie hier. Die Kupplung geht leichter hier beim BMW wie beim Carrera GT. Und du musst dich halt ein bisschen daran gewöhnen, dass du sehr weit vorne sitzt, dass du 3 Meter vom Auto schon die Straße siehst. Das vermittelt da irgendwie so das Gefühl, dass du nichts vor dir hast. Ja, da, wenn du einsteigst, bin ich überzeugt, wenn ich 2 Stunden gefahren bin, ist das vergessen. Aber am Anfang ist das nicht so, oh, da ist gar nichts von mir, wenn da irgendwas ist. Das kommt mir vor wie ein VW Bus T2, wo du auch nichts von dir hast. Das ist ein schöner Vergleich, hat wahrscheinlich auch noch keiner damit verglichen. aber ansonsten, alles andere, wenn du normal fährst, das Auto ist vom Lärm vollkommen komfortabel, nicht laut, ruhig. Was vom Motor her ist, dass zwischen Leerlauf und Schubbetrieb und Gas geben, ist ein bisschen ruckeln. Aber das wird man bei so einem Auto mit, wie viele Stück, ich weiß nicht, das gebaut sind, gar nicht. Da wochenlang wird das immer wieder gemacht bei Serienautos, dass das ganz weich ist. Aber mit dem Auto fährt man nicht Schritttempo, da fährt man immer schnell und dann passt es. Sind wir leider nicht auf einer Rennstrecke. Fehlt dir das nochmal? Würdest du das gerne nochmal machen? Ja, sicherlich, um ernsthafte Beurteilung zu geben, musst du auf die Rennstrecke gehen. Das geht auf der Straße nicht, mit dem Auto schon gleich gar nicht. Wenn du die Werte hörst, wie das Auto geht, wie schnell das geht und wie es auf 200 unter 10, weit unter 10 Sekunden beschleunigt, das kann man auf der Straße nicht probieren. Aber man kriegt den Eindruck, dass es schon richtig von der Kraft der Rennauto ist, aber vom Fahren her selber schon einen gewissen Komfort hat. Ja, das ist nicht irgendwie laut. Da war ich auch tatsächlich überrascht. Ich meine, ich sitze ja nur daneben, aber er ist leiser, als man denkt drin. Also es ist wirklich eine richtig gut gekapselte Kabine. Man sitzt bequem gut. Irgendwie. Die mittlere Sitzposition ist natürlich das mit der Sitzposition, das musst du ein bisschen gewöhnen, dass du links und rechts zwei, was natürlich genial ist, dass du in einen Supersportwagen 3 Leute mitnehmen kannst. Das ist ja auch einmalig. Ja, das ist schon. Stimmt, ja. Und also das sind so Dinge, also das vor 30 Jahren, wie man das Auto gemacht hat, das waren schon Visionäre, die das gemacht haben. Gordon Murray ist ja Formel 1 Konstrukteur gewesen bei McLaren und Ron Dennis, der steckt da natürlich finanziell hinter. Hättest du jetzt, wenn du den hättest damals fahren können bei der Entwicklung des Carrera GT, was ja initial eigentlich die Idee war, hättet ihr irgendwas geändert oder hättest du gesagt, Mensch, der McLaren macht das so und so, da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken? Ja, das wäre vielleicht die Möglichkeit gewesen, wenn ich einmal schnell auf der Rennstrecke fahre, wäre es natürlich interessant gewesen, ne? Was das Auto macht. Wenn du am Grenzbereich kommst, reißt er plötzlich ab, geht das ein bisschen weich vor sich. Das waren so Dinge, ne? Das war ja für uns Neuland alles, ne? Wie wir das Auto gemacht haben. Aber okay, das musste auch ohne gehen. Wir hatten damals einen Ferrari F50 als Benchmark-Auto, der im Prinzip aber genau das Gegenteil war. Da war die Lenkung unheimlich aggressiv. Aus der Nulllage raus hast du sofort am Haken geschlagen. Bei dem Auto hast du also um die Nulllage, kannst du ruhig mal so machen, passiert noch nichts. Was vielleicht auch gut ist, weil wenn du mit dem Auto 350 fährst und du machst es so, biegst auf der Autobahn ab, es ist schon ganz gut, dass da in der Nulllage ein bisschen Reserve ist, dass er nicht gleich zickig wird. Das Spiel ist. Wollen wir noch mal eine Runde fahren? Ich würde sagen, dann noch mal fahren, eine Runde auf der normalen Straße, da man mal ein bisschen ein Gefühl kriegt,
beschleunigen, schalten und so. Bis jetzt bin ich nicht weiter wie im 3. Gang gekommen. Na gut, dann lassen wir es nochmal durchladen hier. Alles klar. Prost. Prost. Die Ben Pischitz wieder Gedächtnisrunde. Bei ihm hat das nicht so geklappt. Das Gefühl hätte ich immer, Ja. dass so hinten so ein bisschen so nachdrängt. Ja. Und Lenkung geht und das ist sauschwer. Vielleicht. Weil wenn der weggeht, dass du das fein dosieren kannst, dann glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Walter, was für ein Ritt, oder? Also wir sind auf deiner Hausstrecke gefahren, 24 Kilometer, 2 Runden. Hat mir schon gut gefallen. Der Wagen bläst sich noch ein bisschen kalt. Ja. Das Kennzeichen hinten ist schon abgeschmolzen. Wie war es für dich? Ja, war ein tolles Erlebnis. Ich muss sagen, weißt, das ist ein Saugenmotor auch wieder, 12 Zylinder. Das ist ein Erlebnis, wie das Auto am Gas hängt, wie das geht. Und wir dürfen nicht vergessen, das Auto ist 30 Jahre alt. Das ist Wahnsinn, was oder? das damals bedeutet hat. Die Leistung von dem Auto, da hat jeder gesagt, das ist wie ein Formel 1, dieses Auto. Sehr komfortabel, abgestimmt vom Fahrwerk, das hat mich beeindruckt. Ja. Und vom Fahren her natürlich einfach muss man sich wieder daran gewöhnen. Du sitzt sehr weit vorne, siehst die Straße, meinst immer, du hast nichts vor dir, aber das geht auch wunderbar. Und du musst aber trotzdem, man merkt einfach diese Masse, die hinten dran ist, du musst mit dem Lenkrad sehr gefühlvoll umgehen und brauchst Gefühl. Jetzt verstehe ich auch, warum wir vor 20 Jahren, wenn wir das Auto haben wollten, nie zum Fahren gekommen sind. Das ist nämlich ganz einfach, dass man das Auto kaputt macht. Ja. Also Hast du auch gemerkt, ne? Also sollte man schon ein bisschen eine Ahnung haben vom Autofahren und wissen, wo die Grenzen sind. Also für einen Ungeübten ist es zum Spazierenfahren, aber Gas geben sollte ja lieber nicht. Das ist ein gutes Fazit. Bei den Reifen haben wir uns irgendwie kurz gefragt, was das für ein Hersteller ist. Wahrscheinlich ist nicht ganz einfach, was zu bekommen für den. Ich glaube, 17 Zoll macht ja kein Weltkonzern wie Pirelli, Dunlop oder Michelin. Für 380 km/h. Überleg mal, was Bugatti für einen Zinnober veranstaltet, damit du 400 fahren kannst. Mit extra Schlüssel, mit Abdel. Der macht das einfach, der schüttelt das aus dem Handgelenk. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht geschaut. Ich hoffe, dass keine chinesischen Reifen sind. Und es kann schon sein, das ist auch ein bisschen der Grund. Wenn ich von einer Kurve in die andere fahre, meine ich, dass der Reifen so ein bisschen umfällt. Ja, okay. Also. Und das kann schon sein, er ist ja schon ganz schön warm, habe ich gerade mal hingelangt. Ja. Aber es war für mich ein tolles, emotionales Erlebnis, dass ich das Auto fahren durfte. Vor 20 Jahren war ich ganz wild drauf, da ging es nicht. Dass ich dort nochmal dazukomme, habe ich nicht für Möglichkeiten. Danke an BMW, dass die das wertvolle Stück rausgeholt haben. Und ich bin also sehr, sehr beeindruckt und sehr froh, dass ich das noch erleben durfte. Muss ich auch sagen. Also es ist für mich faszinierend. Ich habe auch gesagt, ich kann jetzt eigentlich meinen Job an den Nagel hängen, weil das, als der vorgestellt wurde, der Wagen, habe ich gedacht, das ist das tollste Auto. Seitdem begleitet mich das immer, denke ich immer, das ist das einzige Auto, wovon ich wirklich nachts träume. Das ist unfassbar. Und Walter, mit dir das gefahren zu sein, ich meine, was kann denn noch mehr kommen, oder? Also ich höre jetzt auf zu arbeiten. Das ist einfach Schluss. Ich habe während der Fahrt gesagt, übrigens, wenn wir uns jetzt totfahren, er kann ruhig Gas geben, wenn wir uns jetzt totfahren, steht eine Todesanzeige neben Walter Röhrl im McLaren F1, dann sind die Leute danach noch neidisch, dass man so gestorben ist. Danke an BMW. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de